Hallo da draußen, heute ist Sonntag, mal wieder, der 29. Oktober 2023. Heute wird nicht an der Titanic weitergebaut, nein, heute gibt es eine Spezialausgabe und dabei geht es um die beiden Lightkits und um den Einbau der Leuchtelemente ins Schiff. Hallo Brixi, ich sehe dich, du kannst rauskommen. Sicher? Ja, alles okay, keine Sorge. Bist du nicht mehr sauer wegen letztem Mal? Naja, etwas schon. War schon ziemlich scharf, die Chili-Soße. So war das nicht geplant. Eigentlich sollte da Senf drin sein und keine Chili-Soße. Das hat Yellowstone ohne mein Wissen gemacht. Sorry. Das glaube ich dir sogar, aber ich sagte ja auch schon länger, dass du dich von ihm fernhalten solltest. Ich finde seinen Einfluss auf dich nicht gut, aber das weißt du ja. Ja, vielleicht hast du recht. Denk mal drüber nach. Apropos, wo ist Yellowstone heute eigentlich? Seit dem letzten Mal habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay. Ja, aber wir wollen jetzt loslegen, wobei, da heute nichts gebaut wird, brauche ich dich gar nicht zum Zählen, bedeutet, du hast heute frei. Ich werde aber trotzdem da bleiben und zugucken, wenn ich darf. Klar, natürlich, freut mich. Dann legen wir los. Heute möchte ich die beiden Lightkits, Game of Bricks und Brickshine im Detail vorstellen, meine bisherige Erfahrung mit beiden beschreiben, die Vor- und die Nachteile, weiterhin welche Änderungen ich am Schiff bereits vorgenommen und auch noch geplant habe und auch mal, was bisher kaputt gegangen ist, leider. Ja, okay, zunächst möchte ich von beiden Lightkits jeweils im Detail zeigen, welche Elemente des Schiffes beleuchtet sind. Das habe ich bereits ja auch schon am Anfang meines Projektes gemacht. Wer alle Videos gesehen hat, weiß das. Damals war das aber ein grober Überblick. Heute dann jetzt wirklich mal ausführlich im Detail. Beginnen werde ich mit dem Lightkit Game of Bricks und dann Brickshine und abschließend, welche Elemente beide gemeinsam haben. Ja, einer der Hauptgründe, warum ich mich für das Lightkit Game of Bricks ja entschieden hatte, war dieser, dass die Bullaugen im Rumpf teilweise beleuchtet sind. Was man hier auch nochmal schön sieht. Das finde ich echt cool. Sieht richtig toll Ja, aus. finde ich auch. Und Game of Bricks ist ja auch das einzige Lightkit, welches das so bietet. Ja, was haben wir noch? Wir haben vorne im Bug die Beleuchtung der Bullaugen, genauso wie hinten im Heck auf beiden Seiten. Im Mittelteil hier diese Bullaugen, die sind allerdings nicht durchgehend beleuchtet. Das haben wir schon gesehen und gesagt. Da gibt es leider Lücken, hier mal blau gekennzeichnet. 2 Ebenen darüber haben wir diesen Gang hier, der ist beleuchtet, genauso wie hier vorne unterhalb der Brücke. Einmal hier diese Bullaugen. Dann dieser Gang und auch der Gang direkt darüber. Oben in den Aufbauten haben wir hier 2 Fenster, nicht so gut zu erkennen. Die beiden sind beleuchtet, aber auch auf der anderen Seite natürlich wieder. Und die Positionslampen, grün für Steuerbord und rot für Backbord. Am Fuße eines jeden Schornsteins ist ein LED vorgesehen, um diesen anzustrahlen, was auch die echte Titanic hatte. Und oben in den Schornsteinen, da wird ja bei Game of Bricks Watte als Rauchattrappe eingesetzt. Hier auch nochmal zu sehen. Die benutze ich ja nicht, weil ich werde ja die Dampfmodule aus Brickshine verwenden. Ja, die sind viel schicker. Genau. Und die Beleuchtung, die werde ich ja ebenfalls auch nicht benutzen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, und abschließend ganz oben quasi haben wir ausgehend vom Bug über die beiden Masten bis zum Heck eine Lichterkette. Ja, wie man hier auch nochmal so schön sieht. It's Disco Time, yeah. Ja, das könnte man meinen. Aber die werde ich, wie bereits gesagt, weglassen. Das hatte die echte Titanic ebenfalls nicht. Och, hat doch was. Ja, von einem Ausflugsdampfer.
Gehen wir kurz noch auf die Steuerbordseite. Hier ist natürlich auch alles, was drüben auf der Backbordseite ist. Zum Beispiel hier hinten diese beiden Fenster. Aber hier ist noch etwas, was es auf der Backbordseite nicht gibt, weil es dort anders aussieht. Hier sind nochmal auch 5 solcher großen Fenster. Die sind hier ebenfalls beleuchtet. Und schließlich noch ein letztes Feature, was die Leuchtelemente bei Game of Bricks betrifft, nämlich die Möglichkeit, 3 Rettungsboote außerhalb mit Suchscheinwerfern zu versehen. Ja, eines dieser LEDs kommt bei mir ja zum Einsatz als Scheinwerfer unterhalb des Krähennests. Okay, das war das Lightkit Game of Bricks. Jetzt zeige ich, wie schon gesagt, die Elemente aus dem Lightkit Brickshine, was da alles dabei ist, welche Teile des Schiffes hier im Detail beleuchtet werden können. Bei Brickshine starten wir ganz unten unter dem Rumpf, quasi am Kiel. Da haben wir diese blaue Untergrundbeleuchtung. Hier auch nochmal zu sehen. Auch hier hatte ich ja schon gesagt, dass ich diese wohl nicht verwenden werde. Och, ist doch schön blau. Würde zur Disco-Beleuchtung oben an den Seilen passen. Dass dir das gefällt, war mir klar. Darauf kannst du einlassen. Lange nicht gehabt. Gut, gehen wir weiter. Genauso auch hier wieder die Beleuchtung im Bug wie auch im Heck. Was jetzt die Bullaugen, die Fenster im Mittelteil betrifft, da haben wir jetzt im Unterschied zu Game of Bricks durchgehend alles beleuchtet, teilweise mit Einzel-LEDs. Hier vorne sind 2 LEDs quasi als Scheinwerfer vorgesehen, um das Vordeck zu beleuchten. Die werde ich ebenfalls nicht benutzen. Die Bullaugen direkt gegenüber, die sind über Game of Bricks beleuchtet. Und die anderen Bullaugen, die man jetzt hier nicht sieht, quasi der Brücke gegenüber unten am Bug, da habe ich mir ja was Eigenes ausgedacht. Der Herr hat wieder was selbst gebastelt. Da gibt es gar nichts zu lachen. Da bin ich ja mal gespannt. Vorsicht! Ja, hinten am Heck hier, diese Bullaugen sind beleuchtet. Dann haben wir hier diesen Gang und diesen Gang. Natürlich auch hier an der Seite diesen Gang durchgehend von vorne bis hinten. Und oben bei den Aufbauten diese beiden Fenster, auch wie bei Game of Bricks. Aber jetzt kommen hier noch weitere, viel mehr Details dazu. Es sind hier vorne diese Bullaugen beleuchtet auf beiden Seiten. Dann haben wir hier diese Fenster, die beleuchtet sind. Diese Bullaugen hier und hier hinten, was man kaum sieht, auch nochmal 2 Fenster. Vorne bei der Brücke ist auf beiden Seiten der Eingang zur Brücke beleuchtet. Dann dieses große Fenster, dieses große Gitter, was nach oben zeigt. Und auch dieses Schiffsteil hier ist ebenfalls beleuchtet. Und oben die Schornsteine, quasi dann der Rauch hier ja durch die Dampfmodule dargestellt oder realisiert. Das haben wir hier auch wieder, aber diese LEDs habe ich ja schon verbaut, teilweise für die Beleuchtung der Kessel, um das Feuer darzustellen. Schließlich auf der Steuerbordseite natürlich auch alles, was wir auf der Backbordseite haben, auch vor allem wieder hier oben diese Fenster und Bullaugen bei den Aufbauten ganz oben, die es weitestgehend bei Game of Bricks gar nicht gibt. Und schließlich noch hinten im Heckbereich haben wir hier noch eine Beleuchtung von diesem Quergang. Abschließend hier noch mal ein Bild der Titanic mit dem Lightkit Brickshine. Hier sieht man auch schön den Einsatz der Dampfmodule. Das waren die Leuchtelemente aus dem Lightkit Brickshine. Und jetzt, wie schon erwähnt, möchte ich noch kurz darstellen, welche Elemente beide Lightkits gemeinsam haben. Kann ich das machen? Wie? Ich habe aufgepasst und mir alles gemerkt. Na gut, wenn du dir das zutraust. Oh oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja, was haben jetzt beide Lightkits gemeinsam? Da haben wir zum einen hier die Beleuchtung vorne im Bug und hinten im Heck. Im Mittelteil haben wir keine exakte Übereinstimmung. Da gibt es ja, wie wir gesehen haben, bei Game of Bricks ein paar Lücken.
Dann haben wir hier die beiden Gänge unterhalb der Brücke und den großen langen Gang hier an der Seite. Und bei den Aufbauten oben hier diese beiden Fenster auf jeweils auch wieder beiden Seiten. Sowie die Beleuchtung des Dampfes oben in den Schornsteinen, egal ob jetzt über Watte oder echten Dampf realisiert, das haben wir hier auch gemeinsam. Auf der Steuerbordseite, da gibt es zum einen die Gemeinsamkeit der Beleuchtung hier von diesen 5 Fenstern und hier hinten von diesen beiden Fenstern. Wow, das hast du ja echt super hinbekommen. Freut mich. Gut gemacht, Brixi. Dankeschön. Okay, abschließend hierzu möchte ich nochmal beide Sets kurz gegenüberstellen, die wichtigsten Punkte und hierbei vor allem auch mal die Vor- und Nachteile beider Sets ansprechen aufgrund meiner bisherigen Erfahrung. Ich möchte kurz nochmal die Besonderheiten beider Light Kits hervorheben von Game of Bricks und Brickshine. Bei Game of Bricks haben wir Bullaugen im Rumpf beleuchtet, nicht bei Brickshine. Weiterhin eine Lichterkette an den Stahlseilen vom Bug bis zum Heck, ebenfalls nicht bei Brickshine. Eine Ausstattung von 3 Rettungsbooten außerhalb mit Suchscheinwerfer gibt es nicht bei Brickshine, sowie Positionsleuchten, Backbord und Steuerbord, auch die gibt es nicht bei Brickshine. Ich habe bei Game of Bricks eine Fernbedienung, die gibt es bei Brickshine auch, aber nicht in der Edition, die ich hier verwende. Ich brauche ja auch keine 2 Fernbedienungen. Dafür gibt es bei Brickshine in dieser Edition Dampfmodule, die gibt es bei Game of Bricks nicht, und eine blaue Untergrundbeleuchtung, die es ebenfalls bei Game of Bricks nicht gibt. Abschließend möchte ich noch 3 Dinge sagen zum Thema Technik, genauer gesagt technische Unterschiede zwischen den beiden Light Kits. Ja, zu den LED-Bändern lässt sich sagen, dass es bei Game of Bricks so ist in der Regel, dass mehrere LED-Bänder über Verbindungsdrähte zusammengefasst sind, was den Vorteil hat, dass man weniger Expansion Boards benötigt, während es bei Brickshine so ist, dass es nur Einzel-LED-Bänder gibt. Das hat wiederum den Vorteil, dass man sie flexibler einsetzen kann. Daher kommt es teilweise auch vor, dass manchmal das LED-Band länger ist als benötigt. Ja, bei den LED-Bändern von Game of Bricks haben wir auf 2 Zweierlochsteine gesehen 2 LEDs, während es bei Brickshine auf 2 solche Zweierlochsteine gesehen 3 LEDs sind. Und abschließend können wir noch zu den Anschlussdrähten sagen, dass es bei den Bändern von Game of Bricks so ist, dass die Anschlussdrähte einzeln an den Steckern dran sind. Das hat den Vorteil, sie sind insgesamt nicht so dick, wenn es darum geht, die Drähte zwischen Legosteinen einzuklemmen. Bei Brickshine hingegen sind die Anschlussdrähte, die beiden, immer miteinander verdrillt. Das hat den Vorteil, dass das Ganze etwas übersichtlicher ist und auch einfacher dann zu verlegen ist. Abschließend diese 3 Punkte hier noch einmal schriftlich zusammengefasst. Ja, was folgt jetzt daraus abschließend? Ursprünglich hatte ich ja geplant, das Light Kit Game of Bricks zu verwenden und aus Brickshine nur die Dampfmodule. Aber aus Brickshine habe ich ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Leuchtelement verwendet, zum Beispiel Einzel-LEDs oder auch schon LED-Bänder. Aber eben aus dieser Erfahrung, aus der bisherigen Erfahrung und auch aus dem, was ich jetzt eben ausführlich dargestellt habe, werde ich jetzt doch überwiegend das Light Kit Brickshine verwenden und nicht mehr Game of Bricks. Aus Game of Bricks bleibt natürlich die Bullaugenbeleuchtung hier im Rumpf. Außerdem natürlich dann die beiden Positionsleuchten für Steuerbord und Backbord und auch oben an den Schornsteinen die Beleuchtung, nicht die ganz oben, wo der Rauch beleuchtet ist, sondern unten die Beleuchtung, um die Schornsteine anzustrahlen, weil das hatte auch die echte Titanic. Außerdem werde ich noch aus Game of Bricks weitere Elemente verwenden, um andere Dinge zu realisieren. Dazu gehört zum Beispiel natürlich auch hier schon dieses LED, was ich benutze als Scheinwerfer unterhalb des Krähennests.
Das ist ja ursprünglich eines der 3 LEDs, welche gedacht waren als Suchscheinwerfer für 3 Rettungsboote außerhalb, die ich aber ja nicht verwende. Aber auch noch weitere Elemente aus Game of Bricks werde ich zum Einsatz bringen. Das spreche ich aber nachher an. Zunächst einmal möchte ich jetzt hier im Mittelteil das LED-Band von Game of Bricks, was hier für die Bullaugen schon bereits verbaut war, austauschen gegen die LED-Bänder von Brickshine. Das habe ich hier bereits auch schon auf der Steuerbordseite erledigt. Hier ist das LED-Band von Game of Bricks, was ich hier entfernt habe. Ich werde das jetzt gleich zeigen auf der anderen Seite, wie ich das genau gemacht habe. Aber zuvor möchte ich hier auch gleich noch weitere Änderungen kurz zeigen, die ich bereits auch schon vorgenommen habe, um die Verkabelung in Zukunft effizienter zu gestalten. Ich habe mir überlegt, wie führe ich später den Strom hinzu, und da finde ich dann doch am schönsten oder am elegantesten das Ganze unten durch den Kiel zu machen. Daher habe ich bei allen 3 Schiffsteilen unten bei den Botenplatten einen Austausch vorgenommen. Hier zeige ich das auch mal. Im Bug wurde diese Platte hier durch diese beiden ersetzt. Im Mittelteil wiederum wurde diese große Platte durch diese 3 ersetzt. Und schließlich im Heck wurde dieser Stein durch diese beiden ersetzt. Bist du verrückt? Hey, pass auf, was du sagst. Naja, wobei so ganz unrecht hast du nicht. Schon etwas crazy, das jetzt im Nachhinein alles zu machen, aber so will ich das jetzt eben haben. Ach ja, falls sich jemand fragt, warum ich hier jeweils immer eine graue Lochplatte verwendet habe, das hatte schlicht und ergreifend Kostengründe. Wer schon mal Einzelsteine bei Lego bestellt hat, der weiß, da gibt es Standard- und Bestsellersteine. Bei beiden muss man eine Servicegebühr bezahlen, wenn man nicht über einen bestimmten Bestellbetrag hinauskommt. Und diese Servicegebühr ist bei den Standardsteinen nochmal um ein Vielfaches höher. Und auch die Lieferzeit ist deutlich länger. Und die Lochplatten eben in der passenden roten Farbe gehören leider zu den Standardsteinen. Und deswegen die graue, weil die gehört zu den Bestsellern und ich hatte nur Bestsellersteine bestellt. Spielt aber auch keine Rolle, weil das Ganze ja auf der Unterseite des Schiffes ist und man das eh nicht sieht. Ja, über die Lochplatten wird dann bei jedem Schiffsteil das Hauptkabel nach unten rausgeführt. Über das Hauptkabel wird jedes Schiffsteil dann entsprechend komplett mit Strom versorgt. Unter dem Schiff werden dann diese 3 Hauptkabel hier im Mittelteil oder unterhalb des Mittelteils hier in der Mitte zusammengeführt, weil hier werde ich dann das Fernsteuermodul anbringen. In der Anleitung von Game of Bricks ist das Fernsteuerungsmodul im Innern. Ich werde das hier unten machen, weil ich ja auch hier dann die Kabel schön zusammenführen kann. Und man sieht das ja auch nicht wirklich. Ja, das Fernsteuermodul selbst hat 5 Anschlussmöglichkeiten. Ich möchte das auch hier mal zeigen, hier auch als Foto mal eingeblendet, dieses Fernsteuerungsmodul. Von diesen 5 Anschlussmöglichkeiten werde ich 4 benötigen, jeweils einen, um dann den Bug, das Mittelteil und das Heck, was die gesamte Beleuchtung betrifft, anzuschließen und damit auch schalten zu können. So sieht die Fernbedienung dann auch aus. Hat also hier oben 5 Schalter, für jeden Port einen Schalter. An dem 4. Anschluss, da werde ich die Dampfmodule anschließen. Die werde ich alle 4 zusammenfassen und da dann eben auch entsprechend ein Kabel nach unten hier im Mittelteil rausführen und an der Fernsteuerung anschließen, so dass ich dann später jeweils den Bug, das Mittelteil und das Heck, was die Beleuchtung betrifft, einzeln schalten kann und mit dem 4. Schalter die 4 Dampfmodule in den 4 Schornsteinen. So ist es zumindest geplant. Ich hoffe,
dass ich es auch so umsetzen kann. Bevor ich jetzt auch hier an der Backbordseite den Austausch des LED-Bandes von Game of Bricks gegen die LED-Bänder von Brickshine zeige und natürlich auch hier die Einzel-LEDs für die beiden äußeren Steine, wobei ich hier nur noch ein Einzel-LED verbauen muss, nämlich das für hier hinten. Hier bei diesem Stein habe ich das in den letzten Wochen bereits erledigt. Ja, bevor ich das aber zeige, möchte ich noch eine andere Sache zeigen, was ich in der Zwischenzeit auch geändert habe, weil es mir nicht so gefällt und ich das Ganze ja, wie schon angesprochen, etwas perfekter haben möchte. Ja, mir geht es hier um die Drähte, die Anschlussdrähte für die Bullaugenbeleuchtung im Rumpf. Die wird nach der Anleitung von Game of Bricks ja hier, ich sage jetzt mal an der Kopfseite, rausgeführt. Das gilt nicht nur hier im Mittelteil so, das ist auch hier am Heck so. Und was man jetzt nicht sieht, auch hier am Bug. Und das möchte ich eben jetzt auch ins Innere des jeweiligen Schiffsteils führen. Und das habe ich hier auf der Steuerbordseite, wie man sieht, auch bereits schon vorgenommen. Welche Änderungen dazu ich am Rumpf vorgenommen habe, das möchte ich jetzt gleich mal hier auf der Backbordseite zeigen. Zunächst öffne ich an dieser Stelle den Rumpf. Und tausche nun diese Platte gegen diese beiden Platten. Das Anschlusskabel wird nun durch die entstandene Öffnung nach innen ins Schiff geführt und abschließend der Rumpf wieder verschlossen. Für den Austausch des LED-Bandes von Game of Bricks gegen die LED-Bänder von Brickshine müssen hier zunächst wieder die oberen Ebenen entfernt werden. Um die Anschlussdrähte der Einzel-LEDs und der LED-Bänder nach innen ins Schiff zu führen, nehme ich jetzt hier einen Austausch der Originalsteine gegen eigene Steine vor. Die 12er grauen Steine werden entfernt und die beigefarbenen 8er um 2 Punkte versetzt. In die entstandenen Lücken kommt je ein 2er weißer Lochstein. Dann folgen 2 graue Achtersteine aus dem eigenen Vorrat und abschließend ein 4er grauer Lochstein in der Mitte. Hier auf der linken Seite ergänze ich jetzt noch am äußeren Stein das Einzel-LED, auf der anderen Seite war das bereits ja schon erledigt. An dieser Stelle würden sich die beiden LED-Bänder überlappen, dadurch wären hier die Fenster aber viel zu hell, daher führe ich die Bänder hier dann ins Innere durch den grauen Lochstein. Jetzt wird das erste LED-Band von Brickshine hinten an den Steinen festgeklebt, auch hier wieder darauf achten, dass man das Loch bei dem 2er Lochstein nicht komplett zuklebt. Die Schutzfolie ziehe ich nicht vollständig ab, damit das LED-Band sich im Innern nicht irgendwo festklebt. Und genau das gleiche auf der anderen Seite mit dem zweiten LED-Band. Man sieht hier schön, wie die Anschlussdrähte der LED-Bänder inklusive der überstehenden Enden ins Innere des Schiffes geführt wurden. Die Anschlussdrähte der Einzel-LEDs werden ebenso durch die beiden weißen Lochsteine nach innen geführt.
und schließlich werden die entfernten Steine wieder zurückgebaut. Bevor ich jedoch jetzt hier alle Steine zurückbaue, möchte ich hier an dieser Stelle einen Kasten konstruieren, indem ich die ganzen Drähte verstauen kann. Dazu verwende ich die Steine, die ich zuvor ausgetauscht habe. Zum einen diese Platten hier, diese werden an dieser Stelle platziert, wo aktuell noch diese schwarze flache Querstrebe ist. Um die Anschlussdrähte zu dem Kasten hinzuführen, baue ich jeweils auf beiden Seiten einen Kabelkanal mit diesen langen grauen Steinen, die ich auf beiden Seiten übrig hatte. Von den 4 langen grauen, die ich übrig habe, kommt zunächst einer hier an diese Stelle. Dann fixiere ich die jeweils hier auf beiden Seiten ankommenden Drähte mit diesen Steinen, hier mal eingeblendet. Die blauen Zweiersteine werden später noch umgesetzt. Jetzt folgen je auf beiden Seiten einer dieser langen grauen Steine und damit erhalte ich quasi einen Kabelkanal. Der letzte der 4 langen grauen Steine kommt nun an dieser Stelle, da war zuvor ein Zweier grauer Palisadenstein. Die zuvor ersetzte schwarze Platte dient nun als Abdeckung für den Kabelkasten. Nun kommen die beiden blauen Zweiersteine an diese Stellen und werden abschließend mit diesen schwarzen Platten abgedeckt. Der schwarze Draht, den man hier sieht, das ist der Hauptanschlussdraht, der dann unten im Rumpf durch die zuvor verbaute Lochplatte nach außen geführt wird. Ich sag's ja, verrückt. Und jetzt werden wieder alle entfernten Steine zurückgebaut. Okay, das war das. Vielleicht etwas verrückt, wie Brixi schon so schön meinte, aber ich finde es einfach schöner, hier vor allem die Anschlussdrähte für die Bullaugenbeleuchtung im Rumpf ins Innere zu führen. Das werde ich fürs Heck und für den Bug, wie schon gesagt, in den nächsten Wochen auch noch erledigen. Dann natürlich hier auf der Backbordseite der Austausch des LED-Bandes von Game of Bricks durch die beiden LED-Bänder von Brickshine, und damit hier keine Lücken dann zu sehen sind, was die Beleuchtung betrifft, hier die beiden Einzel-LEDs für die äußeren Steine. Die ganzen Drähte habe ich dann hier im Innern mit dieser Eigenkonstruktion zusammengefasst. Das Tolle daran war, dass ich die ganzen Steine, die jetzt eigentlich übrig gewesen wäre, die ich ja ersetzt hatte, wieder verwenden konnte. Dazu benötigte ich natürlich noch einige weitere Steine aus meinem eigenen Vorrat. Okay, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, welche Dinge ich zusätzlich vorhabe, die in keinem der beiden Light-Kits vorkommen. Das ein oder andere davon habe ich ja bereits schon umgesetzt oder zumindest schon vorbereitet, und das möchte ich jetzt mal zeigen mit der nächsten Präsentation. Schon sehr früh habe ich eine Idee aus einem dritten Light-Kit, nämlich aus Light My Bricks, realisiert, nämlich die Beleuchtung der Kessel, genauer gesagt des Feuers in den Kesseln, die hier an der Schnittkante des Buges zu sehen sind. Und da habe ich ja 4 LEDs aus Brickshine benutzt. Hier mal ein Bild von Light My Bricks. Man sieht auf diesem, dass in den Innenbereichen, also an den Schnittkanten, noch deutlich mehr Dinge als nur die Kessel beleuchtet sind. Auf diese werde ich aber verzichten. 2 weitere Elemente, die ich aus dem Leuchtset Light My Bricks übernommen habe, ist zum einen der Scheinwerfer hier unterhalb des Krähennestes und der Scheinwerfer hier oben am hinteren Mast. Hier auch nochmal schön auf diesem Bild zu sehen.
Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, hier vorne am Bug, auf dem Vordeck, gibt es 4 Bullaugen. Ich zeige es ja auch mal hier auf diesem Foto. Die sind weder bei Game of Bricks noch bei Brickshine beleuchtet. Und da habe ich mir etwas Eigenes überlegt und das möchte ich jetzt mal zeigen, wie ich diese 4 beleuchtet habe. Ja, hier vorne am Bug haben wir an dieser Stelle hier ein kleines Problem bei Game of Bricks. Wir haben, wenn alle Steine verbaut sind, es fehlen hier noch 2 Stück ganz rechts, insgesamt 10 Fenster, Bullaugen. Der letzte Stein ganz rechts ist aber ein Einserstein. Und wie wir eben schon gehört haben, ist der Abstand zwischen 2 LEDs bei Game of Bricks immer so wie zwischen 2 Zweierlochsteinen. Deswegen wäre hier wieder eine Lücke. Bei Brickshine würde hier dieser Einserstein mit einem Einzel-LED versehen werden. Ich habe mir aber was anderes überlegt. Ich habe das LED-Band aus dem Heck genommen, genauer gesagt die beiden, die ich ja nicht benötigt hatte, weil ich ja die LED-Bänder von Brickshine im Heck zum Einsatz gebracht habe. Und dieses LED-Band besteht aus 3 Teilen, aus einem Band mit 10 LEDs, aus einem mittleren kleinen mit 5 LEDs und schließlich einem ganz großen mit 12 LEDs. Und die 10 passen dann wirklich auch hier schön hin, wenn man noch eine kleine Änderung vornimmt. Die 12, die kommen hier nach vorne. Da werden zwar nur 9 für die Seite benötigt, die anderen 3, die habe ich dann quasi umgebogen, um schließlich, wenn beide verbaut sind, beide LED-Bänder auf beiden Seiten, hier auch diese 4 Bullaugen zu beleuchten, die bei keinem der beiden Light-Kits beleuchtet sind. Und wie das jetzt alles ablief, das möchte ich jetzt mal zeigen. Ja, ich habe hier mal, um das Ganze zu verdeutlichen, diese beiden Steine, die aktuell noch fehlen, mal verbaut. Und da sieht man eben ganz rechts diesen Einserstein und da hat man eben bei Game of Bricks das Problem, dass der Abstand zu klein ist. Da müsste man dann oder da muss man dann eben das Band zusammendrücken und dann bildet sich da eine Welle. Die braucht Platz. Den Platz habe ich aber aktuell nicht, weil die Steine, so wie sie jetzt ursprünglich verbaut sind, nach hinten keinen wirklichen Platz bieten. Und deswegen habe ich das zunächst mal geändert und habe die Steine umgesetzt. Den gelben hier nach hinten in die Mitte und den grauen an die Stelle, wo vorher der gelbe war, also diesen Palisadenstein. Und damit, wie man jetzt hier schön sieht, konnte ich das eine LED für den Einserstein schön einklemmen und das andere hat auch die passende Position und wir haben jetzt hier diese Welle. Das führte natürlich dazu, dass der Rest des LED-Bandes sich dann natürlich auch wegdrückt und Wellen wirft. Deswegen habe ich das komplette LED-Band noch fixiert aus meinem eigenen Vorrat mit 3 weißen Palisadensteinen, um das Ganze eben etwas zu glätten. Ganz links dieser braune, da ist das erste LED eingeklemmt. Der gehört aber natürlich zur Titanic. Wenden wir uns dem vorderen Teil zu. Hier war dann von dem ursprünglichen LED-Band die zweite Hälfte, die auch aus 9 LEDs bestand, genauso wie die hintere. Das heißt, hier werden 9 LEDs über die gesamte Länge benötigt. Da kommt jetzt aber das 12er hin. Und da habe ich ja schon gesagt, dass ich eben die restlichen 3 dann umgebogen habe. Zunächst einmal musste ich natürlich die Steine entfernen und auch das ursprüngliche LED-Band, das war über eine Klebefolie fixiert. Die habe ich auch dran gelassen, wie man hier vielleicht noch erkennen kann. Ich habe wirklich nur das LED-Band entfernt. Die klebt jetzt natürlich nicht mehr ganz so perfekt wie am Anfang, aber es genügt noch, um das quasi jetzt andere LED-Band hier zu fixieren. Das Ganze jetzt nochmal hier verdeutlicht von oben. Von dem 12er LED-Band werden hier über die Seitenlänge 9 benötigt und die anderen 3 biege ich dann hier nach innen und 2 von denen, die können dann wunderbar verwendet werden, um jeweils 2 von diesen 4 Bullaugen zu beleuchten. Auf der anderen Seite erfolgt natürlich genau das Gleiche. So sah das Ganze zunächst mal aus. Wir haben hier einen Dreier
grauen flachen Stein eine Platte, die eben auch dazu diente, die Platte, die dann oben drauf ist, zu fixieren. Die musste ich aber entfernen, weil das eine Problem, was sich ergeben hat, dadurch, dass hier das LED-Band um die Ecke gebogen wird, wäre das durch diesen grauen Stein zu sehr eingeklemmt worden an dieser Stelle hier. Und dann gab es ja noch ein anderes, Problem, dieses 5er LED-Band, was sich zwischen dem 10er und dem 12er befindet. Das muss ja auch noch irgendwo hin. Und da habe ich dann Folgendes eben gemacht. Zunächst einmal, nachdem ich die beiden grauen Dreierplatten entfernt hatte, habe ich jeweils auf beiden Seiten einen runden weißen Einser, die Farbe spielt natürlich keine Rolle, ergänzt, weil hier musste dann ja was anderes drauf, um die darüber liegenden Platten zu fixieren. Dazu komme ich gleich. Und das 5er LED-Band, das kleine dazwischen, das hat wunderbar hier in diese Öffnung gepasst, die komplett ja nach unten durchgeht und da ist jede Menge Platz. Und auch die Anschlussdrähte auf beiden Seiten haben von der Länge her wunderbar gepasst. Man sieht jetzt hier auch schon auf beiden Seiten, wie das 12er LED-Band jeweils an den Ecken nach innen umgeknickt wird und von diesen 3 LEDs werden eben dann 2 schön verwendet zur Beleuchtung dieser Bullaugen. Das dritte, das spielt keine Rolle. Dann musste natürlich wieder etwas hin, um die darüberliegende Platte zu fixieren. Und da habe ich dann hier diese Zweierplatten genommen, deswegen vorher der Einser darunter, damit ich die auch festmachen konnte vernünftig. Die Farbe spielt jetzt hier keine Rolle, ich habe jetzt hier schwarz verwendet. Ja, gehen wir mal nach vorne an den Bug. Am Ende des 12er Bandes, eigentlich ist es der Anfang, da war dann auch der Anschlussdraht und der war jetzt natürlich sehr weit weg von allem. Den habe ich dann mal zunächst umgeknickt, wieder in die andere Richtung. Und unterhalb von dieser blauen Platte zusammengeführt. Genau das gleiche natürlich mit dem anderen LED-Band dann auf der anderen Seite, was jetzt hier noch nicht verlegt ist. Das, was man hier sieht, ist noch das alte. Ja, unter dieser Platte ist ein schöner Hohlraum. Ich habe hier mal die Platte entfernt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da habe ich dann ein 4er Expansion Board verstaut und an diesem dann die beiden Anschlussdrähte von den beiden Bändern festgemacht. Hier ist jetzt auch schon das andere verlegt. Ausgehend von diesem Expansion Board, von diesem 4er, ein 50 cm Verlängerungskabel nach hinten durchgeführt bis in den hinteren Teil des Buges, um das Verlängerungskabel schließlich dann hier an diesem Expansion Board anzuschließen. Jetzt ist hier auch wieder alles verkleidet und da habe ich allerdings auch noch etwas geändert. Hier unterhalb der Bodenplatten, dieser Deckplatten, befinden sich 2 weiße Platten. Diese wiederum habe ich ersetzt durch 2 schwarze aus meinem eigenen Vorrat. Einfach deswegen, weil jetzt hier unten drunter zu viele LEDs sind und um das Licht abzuschirmen weitestgehend, damit das nicht durchscheint durch die weiße und durch die beigefarbenen Bodenplatten. Abschließend nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also das LED-Band, das eigentlich fürs Heck vorgesehen war, besteht wie gesagt aus einem 10er LED-Band. Das kommt hier dann zum Einsatz, weil es wunderbar passt. Ich brauche hier 10 und es sind genau 10. Das kleine, was dazwischen liegt, das 5er Band, das habe ich im Innern des Schiffes nach unten verstaut. Und schließlich das 12er LED-Band. Da kommen 9 der LEDs hier an der Seite für die Bullaugen zum Einsatz. Und die anderen 3 werden nach innen gebogen, die dann wiederum für die Beleuchtung der Bullaugen hier am Vordeck dienen. 3 weitere Stellen habe ich noch geplant zu beleuchten. Ob und wie ich das umsetzen werde, steht noch nicht fest. Hier auf der Backbordseite haben wir zum einen diese Bullaugen unterhalb des zweiten Schornsteins und schließlich hier am Heck diese 4 Bullaugen, man sieht das 4. jetzt nicht, und hier oben sind jeweils auf beiden Seiten auch nochmal 2 solcher runden Fenster. Ob und wie ich diese Dinge umsetzen werde, das weiß ich aktuell noch nicht. Das artet ja richtig aus, ob das alles funktioniert am Schluss. Ja, da bin ich
auch mal gespannt. Okay, ihr habt jetzt eben auch gesehen, was ich hier vorne im Bug gemacht habe. Und da muss ich Brix ja auch wieder recht geben. Schon auch wieder eine etwas verrückte Aktion. Aber auf diesem Weg konnte ich zum einen eben hier diese Bullaugen vorne beleuchten, die in keinem der Light-Kits vorgesehen sind, dass sie beleuchtet sind. Und ich konnte hier dann jetzt auch dafür sorgen, dass es keine Lücken gibt und dass alle Bullaugen beleuchtet sind. So langsam kommen wir zum Ende. Vorher möchte ich natürlich noch hier die ganzen Leuchtelemente im Mittelteil und im Bug testen. Bevor ich das aber mache, möchte ich ja noch, wie schon angekündigt, kurz was erzählen darüber, was bisher alles kaputt gegangen ist. Schon sehr früh ist es mir ja leider passiert hier vorne im Bug, dass ich eines der LEDs zerstört habe. Das habe ich dann aber ersetzt durch ein Einzel-LED von Brickshine. Das hat auch wunderbar funktioniert. Bei der Aktion hier vorne im Bug, als ich die LED-Bänder, die drin waren, ersetzt habe durch die LED-Bänder aus dem Heck, ist es mir leider passiert, dass einer der Anschlussdrähte abgerissen ist. Was jetzt nicht weiter dramatisch ist, weil ich ja dieses LED-Band nicht mehr benötige. Vielleicht kann ich das reparieren, mal sehen. Wäre ja schön, wenn man dieses Band vielleicht doch noch für was anderes benutzen könnte. Große Hoffnung habe ich da jetzt aber nicht. Leider ist jetzt mittlerweile auch hier das Anschlusskabel kaputt gegangen mit dem Anschlussstecker. Das ist der Anschlussstecker, das Anschlusskabel aus dem Light-Kit Brickshine. Durch das permanente Rein- und Rausstecken ist hier wohl einer der Drähte gebrochen. Also es ist jetzt ein Wackelkontakt, also es funktioniert nicht mehr so wirklich. Das ist jetzt also auch leider kaputt. Ich habe ja zum Glück noch das Anschlusskabel, den Anschlussstecker aus dem Light-Kit Game of Bricks. Damit mir das aber da nicht passiert für die nächsten Videos, werde ich das Ganze jetzt anders handhaben. Ihr habt es vielleicht hier auch schon gesehen, die Konstruktion hier hinter dem Bug. Was ich da genau gemacht habe, möchte ich jetzt hier mal mit der nächsten Präsentation kurz zeigen. Den Anschlussstecker aus Game of Bricks mit dem Anschlussdraht, den habe ich zunächst hier mit dem Haupt-USB-Kabel mit der Stromversorgung verbunden. An diesem Anschlussdraht wiederum hängt ein 2er Expansion Board aus Brickshine, an welchem wiederum dann ein 50 cm Verlängerungsdraht ebenfalls aus Brickshine angeschlossen ist. Und das Ganze dann schließlich mit Panzerband auf der Arbeitsplatte fixiert. Ja, also was jetzt dann maximal noch kaputt gehen kann, das ist hier dieser Anschlussdraht, dieses Verlängerungskabel, dieser Verlängerungsdraht am Anschlusskabel selbst, am eigentlichen, und am Anschlussstecker sollte jetzt nichts mehr passieren. Dennoch habe ich bereits auch für Ersatz gesorgt. Bei Brickshine selbst gibt es keine Ersatzteile, habe ich keine gefunden. Bei Game of Bricks kann man Ersatzteile bestellen, unter anderem auch diese Anschlussstecker, Anschlusskabel, allerdings nur im Viererpack, also nicht einzeln. Das ist jetzt aber nicht so dramatisch, dann hat man auch gleich mehrere und kann damit ja auch noch was anderes tun. Gekostet haben die 4 Stück zum Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, 25 €. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier zunächst den Mittelteil an, wie alles aussieht, ob auch alles funktioniert, und schließen das Ganze hier mal an. Um die Kabel jetzt auch noch auf anderem Wege zu schonen und weil mir das Ganze auch mittlerweile zu schwer ist, werde ich das jetzt hier nicht von allen Seiten rumdrehen. Ihr seht das jetzt hier als Video, dass auf beiden Seiten sowohl die Bullaugen im Rumpf als auch die großen Fenster, großen Bullaugen oben im Oberdeck wunderbar alles schön beleuchtet ist. So, und dann schauen wir uns auch noch den Bug an. Also hier an der Seite die Bullaugen, hier der Scheinwerfer für unterhalb des Krähennests, und was jetzt halt auch mit dazu kommt, was es bei keinem der Light Kits gibt, sind hier die Bullaugen hier direkt vorne im Vorschiff, die 4 Stück. Sieht echt alles toll aus. Schick. Ja, sieht echt cool aus. Ich bin echt gespannt, wie dann die gesamte Titanic dann mal aussehen wird, wenn alle geplanten Leuchtelemente und die Dampfmodule verbaut sind
Sofern es funktioniert. Vor allem, wenn es funktioniert. Und das wollen wir hoffen. Nächstes Mal geht es dann natürlich jetzt mit dem Bau weiter im Heck mit den Tüten 42, hier im Mittelteil mit den Tüten Nummer 18. Außerdem ist auch Joe wieder mit seinen Männern dabei, um uns beim Bau zu unterstützen. Immer noch. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Tschüss, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.